Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es darum, wie ihr in Excel sortieren könnt. Wir wollen uns dabei anschauen, welche Probleme es beim Sortieren geben kann, wie ihr nach einer bestimmten Spalte sortieren könnt, aber auch wie ihr nach mehreren Spalten sortieren könnt. Und zum Schluss schauen wir uns noch an, wie ihr eine spezielle benutzerdefinierte Sortierreihenfolge, also nicht A bis Z oder Z bis A oder numerisch 1, 2, 3 sortieren könnt, sondern wirklich genauso, wie ihr die Reihenfolge haben möchtet. Ihr findet den Befehl zum Sortieren unter Start, Bearbeiten, Sortieren und Filtern. Den verwenden wir jetzt im Moment nicht, sondern wir gehen auf Daten und dann gibt es hier im Bereich Sortieren und Filtern auch das Sortieren. Und dieses Sortieren verwenden wir jetzt. Wenn ich in Excel sortieren möchte, dann ist es ganz wichtig, dass Excel immer so eine Zeile, also so einen Datensatz zusammenlässt und nicht jetzt Informationen aus dem einen Datensatz mit den Informationen aus einem anderen Datensatz mischt. Und damit euch das nicht aus Versehen passiert, ist es gut, wenn ihr die Datenlisten so aufbaut, wie ich das auch schon in einem Video beschrieben habe. Das habe ich euch in der Infokarte verlinkt. Und zwar, dass ihr keine Leerzeilen habt und keine Leerspalten. Und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr einfach in die Feldnamenszeile hier oben klicken, zum Beispiel in die Spalte Farbe. Und dann klickt ihr auf Sortieren von A bis Z. Und dann wird sortiert Rosé, Rot, Weiß oder von Z bis A. Und jetzt schaut mal, was passiert, wenn ich da draufklicke. Man sieht es ganz kurz, es wird die ganze Tabelle mit allen Zellen, die jetzt zu der Datenliste gehören, wird markiert und erst dann wird sortiert. Und wenn man da ganz sicher gehen will, dann markiert man selber manuell die ganze Datenliste. Das kann zum Beispiel so aussehen, ihr geht in die erste Zelle, blättert dann nach unten. Die aktive Zelle bleibt die Zelle A1, das sieht man hier, dass das der Fall ist, auch wenn ich jetzt nach unten geblättert habe. Und dann drückt ihr die Großschreib-, Shift- oder auch Umschalttaste, haltet die fest und klickt dann bei gedrückter Großschreibtaste in die letzte Zelle, also letzte Zeile, letzte Spalte und dann wird die ganze Tabelle markiert. Ihr könntet das auch erreichen nur mit der Tastatur, ihr klickt wiederum in die erste Zelle. Zelle A1 ist aktiv, dann drückt ihr die Großschreibtaste und die Steuerungstaste, haltet die beide fest und dann einmal Pfeil nach rechts und einmal Pfeil nach unten und dann seht ihr, jetzt haben wir auch bis zur letzten Zelle markiert. Und wenn ihr dann sortiert, zum Beispiel A bis Z, dann würde jetzt nach dem Namen sortiert werden, A bis Z. Was da ein bisschen schwieriger ist, ist dafür zu sorgen, dass eine andere Zelle markiert ist als hier die Zelle A1 und nachdem dann danach sortiert wird, ist es für das Sortieren A bis Z, Z bis A nicht ganz ideal, aber wenn ihr über den Befehl Sortieren sortiert, was wir auch gleich machen werden, dann ist das mit dem Markieren der gesamten Tabelle eine gute Möglichkeit, um sicher zu gehen, dass nichts schief geht. Nachdem ich keine Leerzeilen, keine Leerspalten habe, werdet ihr sehen, ich klicke immer in den Spaltenkopf in der Feldnamenszeile und klicke dann auf das entsprechende, wonach ich sortieren will, zum Beispiel nach dem Bestand. Und dann habe ich jetzt numerisch aufsteigend sortiert. So, jetzt, was kann schiefgehen? Ich zeige euch das mal als Beispiel. Ich habe nicht eine Zelle markiert oder die ganze Tabelle, sondern ich markiere einen Teil. Vielleicht mal so. Und jetzt sortiere ich und ihr werdet sehen, Italien, Frankreich, Italien bleibt in dieser Reihenfolge stehen und hier ändert sich aber was. Ich mache das mal. Aufsteigend sortieren, alphabetisch oder auch absteigend. Und plötzlich kommt der Bordeaux aus Italien und Frankreich und Anbaugebiet Verona gehört zusammen. Also macht das nicht, markiert nicht mehrere Zellen innerhalb einer Tabelle und sortiert dann. Ich mache das gerade mal wieder rückgängig. Manchmal sagt einem Excel das auch, wenn man nur Zellen in einer Spalte markiert und dann sortiert. Dann gibt es diese Meldung, diese Sortierwarnung hier.
aber die gibt es eben leider nur, wenn die markierten Zellen alle in einer Spalte sind. Wenn das über Spalten hinweg geht, so wie hier, dann bekommt ihr so eine Meldung nicht. Okay, also, ihr habt schon gesehen, ich klicke in einen Spaltenkopf, Bestand, klicke auf aufsteigend oder absteigend sortieren und dann wird danach sortiert. Wenn ihr jetzt detaillierter sortieren wollt, dann nehmt ihr nicht hier das A bis Z, sondern wählt die Funktion sortieren und könnt jetzt festlegen, dass ihr zum Beispiel nach dem Land sortieren wollt, und zwar Zellwert A bis Z, sodass ihr dann erst Deutschland, dann Frankreich, dann Italien habt. Und dass ihr dann zusätzlich noch innerhalb des Landes, ich habe eine Ebene hinzugefügt, nach der Farbe sortieren wollt. Und dort auch Zellwert A bis Z. Das heißt, ihr kriegt dann erst alle deutschen, dann alle französischen, dann alle italienischen Weine und dann innerhalb des Landes nochmal sortiert nach der Farbe. Ich bestätige mit OK. Und dann seht ihr, jetzt kommen in Deutschland erst die Rotweine, dann die ganzen deutschen Weißweine, dann kommt Frankreich, dort erst Rot, dann Weiß und zum Schluss Italien und dort erst Rosé und dann Rot und am Schluss Weiß. Das wäre also die Möglichkeit, hier in mehreren Ebenen zu sortieren. Wieso wird eigentlich die erste Zeile hier nicht mitsortiert? Das liegt daran, ich klicke nochmal auf Sortieren, dass hier ausgewählt ist, Daten haben Überschriften. Wenn das nicht ausgewählt wäre, dann würde die erste Zeile mitsortiert. Und nachdem ich hier gerade das Filtern anhabe, kann man das auch gar nicht ausschalten. Ich schalte mal das Filtern aus, wähle dann nochmal Sortieren und dann seht ihr, jetzt haben wir hier Daten haben Überschriften und das könnte ich jetzt ausschalten und dann würde die erste Zeile beim Sortieren mitsortiert werden. Ihr seht, dann haben wir hier Spalte D, das wäre die Farbe, dann würde die Spalte D sortiert und das F wie Farbe würde dann eben ganz normal mitsortiert werden. Ich mache das nochmal und zwar von Z bis A, dann sieht man das auch, dann hat man plötzlich diese Feldnamenszeile hier unten. Ich mache das nochmal rückgängig. So, und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr benutzerdefiniert sortieren könnt. Also zum Beispiel möchte ich bei der Farbe erst Rot haben, dann Weiß und dann Rosé in dieser Reihenfolge. Und das ist weder alphabetisch aufsteigend noch absteigend. Es gibt unter Datei Optionen erweitert, wenn ihr ganz nach unten blättert, einen Punkt Listen zur Verwendung bei Sortierungen erstellen, benutzerdefinierte Listen bearbeiten. Und jetzt brauchen wir hier eine benutzerdefinierte Liste, die Rot, Weiß, Rosé heißt. Und die gebe ich einfach mal ein. Rot, Enter-Taste, Weiß, Enter-Taste, Rosé. Ich sollte natürlich jetzt auch die Wörter richtig schreiben, also nicht beim Rosé den Akzent vergessen oder so, sonst funktioniert das nicht richtig. Dann klicke ich auf Hinzufügen. Jetzt habe ich diese definierte Reihenfolge, bestätige mit OK, nochmal mit OK. Und wenn ich jetzt sortiere, dann kann ich sagen, ich möchte nach der Farbe sortieren, nach dem Zellwert und dann von Rot, Weiß, Rosé, OK. Also ich sortiere nach der Farbe, nach dem Zellwert und da Rot, Weiß, Rosé, bestätige mit OK. Jetzt habe ich erst alle roten Weine, dann alle Weißweine und am Schluss alle Roséweine. Ja, ich hoffe, dass das alle Varianten, die ihr beim Sortieren braucht, berücksichtigt. Wenn euch noch was fehlt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin immer neugierig, welche Fragen ihr habt und freue mich, die beantworten zu können. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert auch den Kanal. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.